Herzlich willkommen zum Vortrag 5G Industry Campus Europe, Forschungsnetz für 5G in der Produktion. Mein Name ist Nils König vom Fraunhofer Institut für Produktionstechnologie. Mein Name ist Wolfgang Tonutti von der Firma Ericsson. Ich möchte den Vortrag mit einem Zitat von Georg Schlesinger aus dem Jahre 1911 beginnen. An der Schneide des Drehstahls entscheidet sich die Dividende der Unternehmen. Nun, was bedeutet das? Zum einen misst er der Zerspannung, die auch heute noch Ausgangspunkt und Basis zahlreicher Prozessketten ist, eine enorme Bedeutung bei. Zum anderen misst er ja auch eine unternehmensökonomische Bedeutung bei. Mehr als 100 Jahre Produktionsforschung später wissen wir, dass Zeit, Qualität und Kosten in einem Spannungsdreieck stehen und die integrative Produktionstechnik vervollständigt dieses Bild und formuliert dies in einem Polylemma, weil natürlich auch Produktionssysteme flexibel reagieren müssen auf die Bedarfe der Massenproduktion, aber auch der Individualfertigung, der sogenannten Mass Customization. Erreicht wird dies durch integrierte automatische Prozessplanung und der gleichzeitigen Beachtung der Kennwerte Qualität, Zeit und Kosten zu allen Zeiten. Wie wird dies erreicht? Der Ansatz ist, kognitive, selbstoptimierende Prozesse zu implementieren. Dies wird möglich durch Prozess- und Produktmonitoring, durch das sogenannte Closed Loop Manufacturing und durch die kontinuierliche Prozessoptimierung, unter anderem mit Hilfe von maschinellen Lernverfahren. Nun, was hat dies mit 5G zu tun? Schauen wir uns das an dem Architekturbild eines cyberphysikalischen Produktionssystems an. Wir haben auf der untersten Ebene den physischen Teil, die Produktionsebene, ausgehend von der Prozessplanung und der Simulation, wandert das Bauteil durch die verschiedenen Produktionsschritte, durch verschiedene Maschinen, durch Messtechnik, durch manuelle Fertigung. Und an allen diesen Stellen entstehen Daten. Diese Daten werden in der Datenebene aggregiert und genauso wie das physikalische Bauteil entsteht auch der sogenannte digitale Zwilling. Für die Verbindung dieser beiden Ebenen braucht es verschiedene Konnektivitätstechnologien. Dies kann drahtgebunden sein, aber im Kontext der Individualfertigung und der höheren Flexibilisierung gewinnt 5G an enormer Bedeutung und Attraktivität. Warum ist 5G attraktiv für die Produktion? Schauen wir uns das an den Eigenschaften von 5G an. Zum einen ermöglicht 5G eine hohe Verfügbarkeit der Kommunikation, eine geringe Latenz von unter einer Millisekunde, sehr hohe Datenraten von bis zu 10 oder später sogar 20 Gigabit pro Sekunde in einer Funkzelle, der Möglichkeit, eine hohe Anzahl an Geräten zu verbinden, also mehr als 100 Mal mehr als mit 4G beispielsweise, der Möglichkeit, Geräte zu orten, das heißt die Lokalisierung mit Auflösungen von unter einem Meter und da es sich bei einer 5G-Verbindung immer auch um eine IP-Verbindung handelt, die man sehr einfach in Produktionsnetze integrieren kann, hat man auch die Möglichkeit, eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verbindung zu erreichen und das über Standorte hinweg. Zur Orchestrierung all dieser verschiedenen Anwendungen dient auch das Slicing, welches dann ermöglicht, Teilnetze mit unterschiedlichen Optimierungen zu betreiben. Nun, der 5G Industry Campus Europe ist ein sehr großes industrielles 5G-Testbett, bestehend aus 4 verschiedenen Hallen mit einer Fläche von mehr als 7000 Quadratmetern. Diese Hallen sind voll ausgestattet mit verschiedensten Werkzeugmaschinen, mit Robotern und mit Ausstattung im Bereich der Logistik. Zusätzlich wird es ein Outdoor-Netz geben mit einer Fläche von mehr als 1 Quadratkilometer auf dem Campus der RWTH Aachen. Dieses Netz betreiben wir im Spektrum 3,7 bis 3,8 Gigahertz als sogenannte Non-Standalone Architecture. Das heißt, wir haben einen 5G-Teil und einen darunterliegenden 4G-Teil.
Dieses Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und die Projektpartner sind neben dem Fraunhofer IPT das Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen und das Forschungsinstitut für Rationalisierung an der RWTH Aachen. Der Netzausbau wird von Ericsson geleistet und unterstützt werden wir des Weiteren von dem IT-Center der RWTH Aachen, welches das Glasfasernetz zur Verfügung steht. Der 5G Industry Campus Europe ist in gewissermaßen eine Plattform für die Industrie, um gemeinsam Innovation im Bereich der Produktion zu betreiben und ist dann damit die Entität in Europa, um holistisch verschiedenste Anwendungen im Bereich 5G in der Produktion zu erforschen und damit auch Pionierarbeit zu leisten. Das Ganze verstehen wir, wie es bei Fraunhofer üblich ist, anwendungsorientiert. Das heißt, wir beschäftigen uns mit realistischen Anwendungen und das Ganze sowohl standortbezogen als auch standortübergreifend. Wie wir das Ganze gebaut haben, erzählt uns jetzt Wolfgang Tonutti. Ja, wie haben wir das hier auf dem Campus umgesetzt? Die Lösung, die wir hier umgesetzt haben, basiert auf einem Non-Public Network. Ein Non-Public Network ist ein dediziertes Mobilfunknetzwerk, was für den entsprechenden Enterprise-Kunden aufbereitet wird, in deren lokaler IT integriert wird und an die lokalen IT-Systeme angebunden wird. Es hat also, was die Nutzdaten angeht, keinerlei Verbindung zu externen Netzwerken. Dieses 5G Non-Public Network arbeitet im lizenzierten Spektrum. Der Herr König hat bereits erwähnt, dass wir im 3,7 bis 3,8 Gigahertz Bereich arbeiten. Das lizenzierte Spektrum kann in Deutschland entweder von einem Mobilfunkprovider zur Verfügung gestellt werden oder hier in Deutschland haben wir einen Sonderfall. Wir haben hier von der Regulierungsbehörde ein dediziertes Spektrum zur Verfügung gestellt bekommen, dieses sogenannte Industrieband in dem 3,7 bis 3,8 Gigahertz Bereich. Dieses ist für kommerzielle Anwendungen im Bereich der Produktion, Industrie, wo auch immer im nicht klassischen Mobilfunkbereich Spektrum verwendet werden kann, soll dieses verwendet werden. Die Architektur, die wir gewählt haben, ist die Non-Standalone-Architektur. Non-Standalone bedeutet, dass wir ein LTE oder ein 4G-Band mitbenutzen. In diesem 4G-Band werden alle Signalisierungen, Nutzerauthentifizierung und so weiter gemacht. Die eigentlichen Nutzdaten, die man übertragen möchte, die wiederum erfolgen dann im 5G-Band. Das ist eine Technologie, mit der die Mobilfunkwelt den Ausbau von 5G beschleunigt hat. Das sogenannte 5G Standalone-Netzwerk wird im Laufe des nächsten Jahres dann hier ausgebaut werden. Dann werden wir dieses 4G-Ankerband abschalten und alle Signalisierung und Nutzdaten in dem 5G-Spektrum betreiben. Die Ericsson-Lösung für dieses Non-Public Network nennt sich Ericsson Private Network Solution. Das ist im Grunde ein vollständiges Mobilfunknetzwerk, runtergeschrumpft auf die Größe eines 19-Zoll-Racks, wie Sie hier rechts im Bild sehen können. Alle Netzwerkfunktionen sind dort virtualisiert, laufen auf den dort beschriebenen Servern. Und die Radioinfrastruktur, die wir nutzen, die basiert auf dem normalen Ericsson-Radio-Portfolio. Das heißt, wir können Radioinfrastruktur von großen Makrozellen, mit denen man große Outdoor-Bereiche abdecken kann, bis hin zu kleinen Indoor-Units, die sogenannten Radio-Dots, wo wir dann kleine Zellen oder kleine Mobilfunkzellen in einem Gebäude, in einer Fabrikhalle oder Ähnlichem betreiben können. Die Infrastruktur ist dann wiederum, wie ich eben sagte, an die lokale IT-Infrastruktur angebunden. Das heißt, alle Nutzdaten, die anfallen, laufen durch das 5G-Netzwerk direkt in die lokale IT-Infrastruktur und können dort in Anwendungen weiterverarbeitet werden. Obendrein ist ein Teil dieser Lösung das sogenannte Enterprise OSS. Das ist eine Lösung, wo wir eine vereinfachte Oberfläche zur Verfügung stellen, mit der Hilfe man das Netzwerk managen, betreiben, Nutzer zufügen, entfernen kann, Performance-Parameter anpassen kann, was auch immer man nötig ist, um das Netzwerk zu betreiben seitens des Enterprise-Kunden. Auf dem Campus haben wir jetzt mehrere Standorte. Hier auf dem Bild sehen Sie die Outdoor-Fläche leicht schraffiert, die wir abdecken. Hier auf dem Bild sind 3 der 4 Standorte sichtbar. Der 4. Standort ist etwas außerhalb des Bildes, den kann man hier leider nicht sehen. Wir haben auf dem Campus eine zentrale Netzwerkinstanz in dem Fraunhofer IPT verbaut mit den 5G-Core-Komponenten. Und in jeder der Fabrikhallen haben wir dann ein dediziertes Teil dieses Netzes nochmals verbaut, mit dem Ziel, wie ich eben sagte, die Nutzdaten bleiben lokal. Das gilt dann für alle Anwender. Das heißt, sowohl die Anwender im IPT als auch die Anwender im WZL oder in der Demofabrik,
Jeder hat seine Nutzdaten, die anfallen, lokal zur Verfügung. Diese Nutzdaten reisen nicht durch die anderen Standorte, sodass man die Datensicherheit, Datenintegrität zur Verfügung stellen oder sicherstellen kann und eben eine entsprechende Performance sicherstellen kann. Eine Besonderheit in diesem Netzwerk ist jetzt noch, dadurch, dass wir hier sowohl Indoor als auch Outdoor abdecken, kann man hier Szenarien adressieren, in denen man einen Teilnehmer in einer Netzwerkhalle verbindet. Er kann dort eine Anwendung laufen lassen. Dieser Teilnehmer kann dann aus der Halle raus in das Outdoor-Netzwerk sich bewegen und die Konnektivität bleibt erhalten, bis hin zu, wenn man das möchte, auch in die anderen Hallen hinein. Man kann also Szenarien abbilden, bei denen man zum Beispiel einen Prozessschritt in einer Halle macht, das Objekt weiter monitort oder weiter connected hält, bis in die nächste Fabrikhalle hinein, wo man den nächsten Prozessschritt dann adressiert. Wie ich eben sagte, derzeit ist das eine Non-Standalone-Architektur mit Release 15 Funktionalität. Wir werden dann im Laufe der nächsten Jahre das erweitern. Nächstes Jahr steht an der Ausbau zur Standalone-Architektur und wir werden dann auch, soweit das in den Produkten verfügbar wird, auch entsprechend Release 16 Funktionalitäten, Themen wie URLLC, Ultra Reliable, Low Latency, also extrem Niedriglatenz-Szenarien auch hier in diesem Netzwerk adressieren können. Was wir dann mit dem Netzwerk machen, das wird Ihnen jetzt der Herr König erzählen. Ja, auf dem 5G Industry Campus Europe befassen wir uns mit verschiedensten Anwendungen, zum Beispiel aus dem Bereich der mobilen Robotik, aus der Logistik, aus dem Bereich des Prozessmonitorings, aus der standortübergreifenden Vernetzung, aus dem Bereich der Sensorik, aber auch aus den Bereichen der Datenökonomie. Schauen wir uns ein paar ausgewählte Beispiele an, hier aus dem Bereich der Sensorik. Sie sehen hier ein Triebwerk dargestellt und eine bestimmte Komponente hier herausgestellt, aus dem Bereich der Verdichterstufe. Das ist eine sogenannte BLISC, eine Blade Integrated Disc. Das ist ein Integralbauteil, welches aus dem Vollen gefräst wird und typischerweise aus schwer zersparenbaren Titanlegierungen besteht. Das Ganze wird in einem 5-achsigen Fräsprozess gefertigt und Sie sehen anhand dieses Bilds, dass die Schaufeln, die hier herausgefräst werden, relativ dünnwandig sind. Diese Dünnwandigkeit führt dazu, dass diese Schaufel durch den Fräsprozess zur Schwingung angeregt werden kann. Warum ist das so? Nun, das Bauteil wird durch das Werkzeug, das Fräswerkzeug, zum Schwingen angeregt, einfach durch den zyklischen Eingriff. Man kann das Ganze simulieren in einer Modalanalyse und kann dann die Eigenfrequenzen oder Resonanzfrequenzen dann auch herausstellen. Das Problem ist allerdings, dass während des Fräsprozesses natürlich Masse verloren geht und damit sich auch das Schwingverhalten komplett ändert. Das Resultat einer solchen Schwingung sehen wir hier links oben dargestellt. Wir sehen hier eine sogenannte Schwingungsmarke. Das ist im Prinzip eine Welligkeit, die dadurch entsteht, dass sich das Bauteil von dem Fräswerkzeug abhebt. Was man erreichen möchte, ist eigentlich eine mehr oder weniger glatte Oberfläche, indem man diese Resonanzfrequenzen einfach komplett vermeidet. Was muss man also tun? Wir müssen dieses Schwingverhalten während des Fräsprozesses überwachen. Und dies haben wir mit einem 5G-Sensor gemacht. Das Resultat sehen Sie hier. Hier sehen Sie die Schwingungsamplituden aufgetragen über die Position. Die Positionsinformationen extrahieren wir aus der Werkzeugmaschine. Und wenn wir dies tun können, können wir auch automatisch feststellen, an welchen Stellen wir eine kritische Schwingung haben auf der Komponente. Und dies kann man auch sehr schön anhand des Fotos sehen, welches wir auf der linken Seite sehen. Dort sehen Sie dieses Schwingungsfeld, was wir gerade eben in der Vergrößerung schon gesehen haben, sogar auch einzelne Felder, wo wir keine kritische Schwingung haben, die sind auch in den Messdaten tatsächlich zu sehen. Wie haben wir das erreicht? Nun, zum einen haben wir einen 5G-basierten Schwingungssensor entwickelt, bestehend aus einem Piezo-Aufnehmer, der auf die Komponente aufgesetzt wird und einer Sensorelektronik, die diesen Aufnehmer abfragt, die Spektren per FFT umrechnet und dann Datenpakete per 5G absetzt. Der Sensor muss deswegen per 5G übertragen. Zum einen muss er kabellos sein, weil wir haben es mit einem 5-achsigen Fräsprozess mit hohen Beschleunigungen zu tun. Wir haben viel Kühlschmierstoff und ein Kabel ist dort keine besonders gute Option.
Zum anderen hilft uns 5G nämlich bei der Auswertung der Daten und der Reaktion auf ein solches kritisches Schwingverhalten. Ja, wie stellen wir uns das vor? Zum einen haben wir eine geschlossene Übertragungskette über 5G, bestehend aus dem Sensor, der kabellosen Übertragung der Sensordaten, dem Abgreifen der Sensordaten dann über ein kabelgebundenes Netz und dann über verschiedene Auswerteelektroniken zurück in die Maschine. Das heißt, wir haben ein Stellsignal, welches wir der Maschine mitgeben können, zum Beispiel die Spindeldrehzahl um ein paar Prozent zu erhöhen und damit dieses Resonanzfenster zu vermeiden. Wir können aber auch gleichzeitig hingehen und die Daten cloud-basiert oder edge-cloud-basiert auszuwerten. In unserem Fall verfügen wir über ein On-Site-System der Firma German Edge Cloud, ein skalierbares System, welches dann auch einsatzfähig ist und eigentlich das Mittel der Wahl ist, wenn man mehrere solcher Sensoren gleichzeitig betreiben möchte. Auch hier haben wir dann die Möglichkeit, die Daten auszuwerten und dann entsprechende Steuersignale an die Maschine zurückzugeben. Ein anderes Anwendungsbeispiel, auch aus dem Bereich der Zerspannung, aber diesmal mit dem Fokus auf das Werkzeug und nicht so sehr auf das Produkt. Diese Zerspannprozesse hängen immer mit den Werkzeugen zusammen. Das heißt, wir haben hier verschiedene Schneidgeometrien, um Späne zu erzeugen. Und diese Schneiden sind verschleißunterlegen. Das ist im Prinzip ein natürlicher Prozess, den man nicht verhindern kann. Und was Unternehmen dann machen, ist, dass sie diesen Verschleiß irgendwo versuchen zu charakterisieren und dann dem eine Werkzeugstandzeit zu geben. Das heißt, das Unternehmen abschätzen, wie lange sie ein solches Werkzeug eigentlich benutzen können. Das ist natürlich ein wesentlicher ökonomischer Faktor. Sie können sich vorstellen, dass ein solches Werkzeug, wie wir es zum Beispiel bei der Bliss gesehen haben, ca. 200 bis 300 Euro kostet und die Gesamtwerkzeugkosten für eine solche Komponente belaufen sich auf ca. 2.000 bis 3.000 Euro. Wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass Sie das Werkzeug auswechseln, quasi zeitbasiert, kann es auch passieren, dass das Werkzeug noch gar nicht genügend verschlissen ist und Sie das eigentlich noch länger nutzen könnten. Deswegen werden Monitoringverfahren eingesetzt, wie zum Beispiel der sogenannte Körperschall oder auch im Englischen Acoustic Emission. Dies ist im Prinzip eine hochfrequente Abtastung des Bauteils und des Schneideingriffs durch das Werkzeug. Diese Auswertung stellt dann sozusagen einen Fingerabdruck der Werkzeugschneidematerial dar. Der Verschleiß führt letztendlich aber auch zum Bruch der Werkzeugschneide oder sogar des gesamten Werkzeugs. Und wenn dies passiert, dann möchten Sie sehr gerne den Prozess unterbrechen und beispielsweise das Werkzeug zurückziehen und dann letztendlich auswechseln. Den Werkzeugbruch möchte man natürlich vermeiden und das Werkzeug daher rechtzeitig auswechseln. Deswegen ist eigentlich die Verschleißüberwachung, die kontinuierliche Verschleißüberwachung, das Mittel der Wahl, welches natürlich dann aber auch prozessbezogen und maschinenbezogen sein muss. Und die Auswertung der Körperschallspektren muss dann letztendlich mit Mustererkennung zum Beispiel durch maschinelles Lernen erfolgen. Wie haben wir das gemacht? Wir haben im Rahmen eines EU-Projekts ein solches 5G-basiertes Acoustic Emission Sensorsystem mit der Firma Marpos entwickelt. Sie sehen hier auf der Komponente den Aufnehmer aufgesetzt. Das ist im Prinzip eine Standardkomponente aus dem Katalog. Und dahinter befindet sich dann eine Sensorelektronik und eine 5G-Übertragungselektronik. Und auf der rechten Seite sehen Sie dann die Spektren aufgetragen, die ein solcher Sensor dann liefert, im Prinzip als Wasserfalldiagramm auf der Y-Achse das Spektrum und auf der X-Achse die Zeit. Und so können Sie im Prinzip jeden einzelnen Schneidangriff messen. Wie sieht hier der Datenfluss aus? Auch hier haben wir den Sensor in der Maschine, um näher an den Ort der Messung und
an das Bauteil heranzukommen. Und die Daten werden hier auch drahtlos übertragen über 5G von der Basisstation dann in eine Auswerteeinheit. Das kann zum Beispiel wieder ein Edge-Cloud-System sein. Und von dort aus dann eine drahtgebundene Machine-to-Machine-Communication, um zum Beispiel der Maschine dann den Befehl zu geben, das Werkzeug zurückzuziehen oder einfach auszuwechseln. Zusammenfassend kann man sagen, dass 5G ein enormes Potenzial für die Produktion bietet. Und der 5G Industry Campus Europe ist eine Innovationsplattform, um zukünftige 5G-Produkte und 5G-Produktionsausrüstung zu ermöglichen. Das 5G-Ökosystem muss sich an dieser Stelle noch firmieren. Das heißt, wir sind in der Lage, 5G-Netzwerke aufzubauen und diese in Produktionsnetze einzubinden. Jedoch gibt es weder 5G-Sensoren, 5G-basierte Roboter etc. auf dem Markt. Und wir wollen einen Beitrag liefern, zusammen mit den Anbietern, diese Produkte gemeinsam hier zu erforschen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir würden uns freuen, Sie gleich an unserem virtuellen Messestand begrüßen zu dürfen. Herr König und ich stehen Ihnen gerne zur Verfügung zu Fragen zum Industry Campus Europe, zu den Anwendungsszenarien oder zur Technologie. Vielen Dank.